Moin zusammen! Nachdem ihr mich nach dem letzten Video mit Zuspruch, Abos und Kritik überhäuft habt, knüpfe ich mir heute eine ganz schwere Nuss vor. Das Erfolgsmodell von Kawasaki, die neue Z900. Und das Internet so? Ja, erwischt. Das hier ist das Launch-Material von 2019. Denn zur Saison 2020 hat die Z900 ihr umfangreiches technisches Update mit Traktionskontrolle, Farb-TFT, LED-Scheinwerfer mit süßen Säbelzahnleuchten und einem Pipapo bekommen. Für 2021 gibt es nur läppische 3 neue Farben. Also schauen wir uns im Prinzip die Modellpflege von 2020 an. Auf dem ersten Blick sieht man, die Nase ist kürzer, die komische Rahmenabdeckung ist umgestaltet worden und die Seitenverkleidung weiter nach vorne gezogen. Aber eins nach dem anderen. Warum jetzt genau harte Nuss? Für viele scheint die Z900 das perfekte Naked Bike zu sein. Nicht ohne Grund belegte sie 2019 den 3. Platz der Neuzulassung in Deutschland. Sie scheint also einiges richtig zu machen und ihre Fangemeinde zu haben. Die MT-09 auch, aber mit dem Glubschauge war sie ein leichtes Opfer und im Vergleich bietet die Z900 auf den ersten Blick wenig Angriffsfläche. Aber eben nur auf den ersten. Schauen wir uns den Hobel doch mal genauer an. Kawasaki nennt sein Design Sugomi, das so viel wie furchteinflößende Ausstrahlung bedeutet. Nicht umsonst sieht die Lichtmaske von vorne aus wie eine böse Samurai-Maske. Dieser betont aggressive Style muss einem gefallen. Wer auf Understatement und nicht auf Schwarz oder Grün steht, ist bei Kawasaki gänzlich falsch aufgehoben. Man sieht ihr an, dass sie einem serienmäßigen Street Fighter gerecht werden soll. Kurzes, hochgestelltes Heck, bullige Front, aggressive Linienführung, gedrungene, nach vorne gerichtete Statur. Und das tut sie auch ausgesprochen geschmackvoll und überzeugend. Leider ist es aber auch das, was mich ein wenig an ihr stört. Mit Betonung auf ein wenig. Mit dem Scheinwerfer tief zwischen die Schultern gezogen, wirkt sie wie ein aufgeblähter Bodybuilder. Das Profil hat Kawasaki im Vergleich zum Vorgänger schon deutlich entschärft. Mit der viel zu langen Nase wirkte dieser noch wie eine würgende Katze, die den Kopf zwischen die Schultern zieht. Es sind aber weniger einzelne Details, als mehr die Summe, die sie mir etwas zu prollig macht. Das wird hier heute also keine Designrevolution, mehr ein Nachjustieren des Charakters. Weniger böse, weniger Poser, weniger kurz gedrungen. Schauen wir mal, wie wir das in den Griff kriegen. Fangen wir mit der Farbwahl an. Wer kein Schwarz oder Grün mag, ist bei Kawasaki wie gesagt gänzlich falsch aufgehoben. Und da Kawasaki mit der neuen Farbpalette 2021 das schöne Grau gekillt hat, würde ich zum Weiß greifen. Da gibt es wenigstens noch einige Kontraste. Ein Grund, weshalb mir die Z900 so gedrungen vorkommt, was sie aber eigentlich nicht ist, siehe Radstand und Länge, ist in meinen Augen die etwas undynamische Rahmenführung. Dieser fast 45 Grad abfallende Rahmen lässt die Maschine im Profil optisch einknicken. Die neue Monster und MT-09 strecken sich durch ihren horizontalen Linienverlauf. Wenn wir den Rahmen flacher verlaufen lassen, Platz ist ja vorhanden, strecken wir sie dadurch auch etwas. Also ran ans Werk. Das Federbein nähert sich so auch mehr dem Winkel des Rahmens an, wodurch dieser visuell fortgeführt wird. Und wenn wir schon dabei sind, die Hauptstrebe kann etwas mehr Rohrdurchmesser vertragen. Etwas zu dünn für meinen Geschmack. Apropos visuell fortführen. Die Linie der Seitenverkleidung würde ich an diesen Linien ausrichten, statt hier noch eine zusätzliche abfallende Linie einzufügen. Das streckt wieder ein Stückchen mehr. Auch die Z750 und Z800 hatten bereits einen Stahlrohrrahmen. Den haben sie aber mit den ganzen Abdeckungen und dieser fetten Motorhalterung gut versteckt. Mit der ersten Z900 ab 2017 hat Kawasaki das Stahlrohr auch gestalterisch eingesetzt. Aber so richtig geil ist das halt auch nicht gelöst. Der Rahmen ist nachträglich irgendwie lieblos zusammengebraten. Hier noch eine Motorhalterung, da noch ein Blech.
Hier noch eine Verstärkung, freiliegende Schrauben und als ob es Kawasaki auch völlig bewusst war, decken sie dann die untere Hälfte mit diesem fancy verschnörkelten Blech ab. Wie ich finde, ein visueller Flickenteppich. Die Querstrebe vorne kann jetzt durch den dickeren Durchmesser bestimmt sauberer integriert werden. Dadurch, dass wir die Strebe auch sehen, erhält die Front optisch auch mehr Stabilität. Wenn Kawasaki diese Abdeckung schon so prominent in Szene setzt, kann man dieses Teil dann nicht tatsächlich durch ein tragendes Element ersetzen? Wir nennen es einfach mal Downframe. Ein Aluguss-Teil, an dem Heck- und Frontrahmen und Fußrasten etc. angebracht werden. Da ich kein Ingenieur bin, machen wir das einfach mal. Natürlich auf die vorhandenen Fluchten achten. Dieser Fitzel Verkleidung kann dann auch weg. Stattdessen mehr Rahmen zeigen. Motorhalterung an Rahmenflucht anpassen. Und massiver zeichnen, so wie bei der Z57. Das Zicke-Zacke reduzieren und beruhigen. Und statt dieser 3 unwürdigen Schrauben an der oberen Motorhalterung gibt es auch hier etwas Robusteres. Nur einige wenige Stellschrauben, aber schon ein Unterschied, wie ich finde. Und nochmal in der Perspektive. Kommen wir nun zur Frontmaske. Einen voll verkleideten Scheinwerfer bei Naked Bikes muss man mögen. Auch wenn der Kopf dadurch etwas schwerer und breiter wirkt, bin ich soweit fein damit. Dieses riesige Zahnpasta-Grinsen mit großer Glasfläche ist in meinen Augen aber nicht mehr zeitgemäß. Das muss filigraner und leichter, mit einem modernen Lichtband als Tagfahrlicht. Grundsätzlich habe ich nichts gegen die Säbelzahnlichter. Sehen ja ganz geil aus. Ich bin aber kein Fan davon, die Form eines Logos für ein Design zu verwenden. So wie hier dieses Z. Da ich lieber die Seitenverkleidung optisch verlängern möchte und wir bereits das Lichtband haben, müssen die Säbelzahnlichter halt weichen. So schaffen wir an der Front auch etwas ruhigere Flächen, wo sich das Auge mal ausruhen kann und der Kopf wirkt nicht mehr so breit. Natürlich mit dem Erhalt der scharfkantigen Linienführung. So. Die Höhe der Front haben wir nicht verändert, aber weil sie in sich flacher geworden ist, hängt der Scheinwerfer nun weniger zwischen den Schultern, sondern auf ihnen. Und dasselbe natürlich auch im Profil. Kommen wir zum Heck. Kawasaki macht es kurz, ich also auch. Ich mag das Stummelheck nicht. Der Arsch ist mir zu provokant nach oben gestreckt und dieser Knick ist mir zu offensichtlich auf Supersportler gemacht. Und da auch ich ab einem gewissen Punkt pragmatisch bin, bevorzuge ich ein etwas größeres bzw. breiteres Heck, um für längere Touren auch Gepäck mitzunehmen. Falls euch interessiert, wie ich meine Monster 821 reisetauglich belade, schaut euch gerne mein Video dazu an. Statt das Heck komplett schwarz glossy zu machen, hier auch etwas weiße Applikation. Kommen wir zum Schluss zu etwas Kosmetik. Den vorderen Kotflügel möchte ich auch teilweise in weiß. Das erinnert mich dann irgendwie an den BAC Mono.
geiles Ding. Und auch die Z900 ist vorwiegend wieder schwarz in schwarz in schwarz. Teile des Motors hätte ich auch hier gerne in unserem geliebten Bronzeton. Und im Profil stört mich, dass der Endtopf aus 3 Winkeln gezeichnet ist. Etwas mehr Symmetrie bitte. Und wenn wir schon dabei sind, kann er für meinen Geschmack ruhig ein Tucken länger sein. Nein, den Gag hatten wir heute schon. So, endlich fertig. Wie versprochen, keine Designrevolution, sondern etwas weniger böse, etwas weniger Poser und weniger gedrungen. Und vielleicht ein Hauch reisetauglicher. Was haltet ihr denn vom Design der aktuellen Z900 und meinen Korrekturen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nachtrag. Nachdem das Video eigentlich bereits fertig war, sind mir erst diese 2 Hörnchen von Blinker aufgefallen. Ungünstige Stelle für Blinker. Und da dort unten wahrscheinlich kein Platz wegen des Lenkeranschlags ist, habe ich sie mal zwischen die Ohren platziert. So, jetzt sind wir aber fertig. 你嘅手臂屬於我。